Ja, hallo und willkommen wieder bei der Gesprächsreihe mit meinem Gast Erwin Annau. Wir sprechen jetzt über ein Thema, das uns natürlich mehr beschäftigt hat wie kaum ein anderes Thema in den letzten 18 Monaten. Es geht um die Migrationsfrage und die Folgen daraus und natürlich das auch als mögliche Motivation für Menschen, einen anderen Lebensraum zu suchen oder eine andere Alternative zu finden. Und das ist das Thema unseres jetzigen Gesprächs. Erwin, also wie gesagt, im Sommer 2015 hat das Thema, das ja schon seit Jahren immer wieder in den Medien aufgegriffen worden ist, Asylanten hieß es früher, Migranten und so weiter, hat natürlich richtig Fahrt aufgenommen, als die Bundeskanzlerin von Deutschland plötzlich in einem Anfall von Großherzogtum sämtliche Gesetze und europäischen Vereinbarungen über Bord geschmissen hat und alle Tore aufgemacht hat. Mit einer Entwicklung, die sogar die größten Befürworter von damals mittlerweile mehr als erschreckt. Hast du das so kommen sehen oder bist du von dieser Art, von der Welle, die jetzt kommt, auch überwältigt? Also ich sehe es ja nur, ich fühle mich ja als Dienstleister, als ein Berater, als Absicherungsexperte ja immer nur vom anderen Ende, von dem, was kommt auf mich zu, von meinen Klienten. Und als dann seit 1,5 Jahren die Diskussion nicht mehr darum ging, gib mir mal etwas verbotsgeschütztes Edelmetall, was vorher das Thema war, oder wie kann ich mich sichern, falls die Bank durch das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das SAG, geschlossen wird. Ich hatte plötzlich ganz andere Themen am Tisch, nämlich nicht mehr das Thema Absicherung des Vermögens, Absicherung gegen Bankencrash, Eurocrash, Staatsbankrott und solche Dinge, sondern ich habe da plötzlich ein ganz anderes Thema. Ich fühle mich nicht mehr zu Hause, ich kann mit dem Islam nicht umgehen, ich habe mit den Migranten nichts am Hut und ich will auswandern. Also eigentlich die Leute kamen zu mir und sagen, ich habe die Schnauze voll, ja, und eben diese 3 Gründe, die Migranten, die Steuerrepression und die Bürokratie, diese 3 Gründe waren plötzlich bei mir die Gründe und ich musste meinen Beruf als Absicherungsexperte neu überdenken und dann musste ich einmal Bücher lesen. Ne? Ja. Und ich bin jemand, ich gehe den Dingen auf den Grund. Also wenn ich etwas mache, mache ich es ordentlich. Ja. Und zuerst einmal, die Leute reden alle über den Islam, ja, und ich frage dann, egal wer mich fragt, hast du den Koran schon gelesen? Ne? Nee, warum? Sag ich, na, Entschuldige, du redest, ob er jetzt positiv redet über den Islam oder negativ, ist jetzt egal. Ja. Beide haben den Koran nicht gelesen und ich mache halt etwas ganz Eigenartiges, ich lese halt dieses Buch. Ich habe auch die Bibel gelesen, ja, ich habe auch indische Schriften gelesen, ich habe mich mit 16 verschiedenen Religionen auseinandergesetzt, also habe ich halt einmal den Koran gelesen und jetzt weiß ich, was da drinnen steht. Und jetzt verstehe ich auch, wie die denken. Wenn zum Beispiel jemand sagt, wenn ich nur zitieren darf, ja, die Minarette sind unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme, ja, die Moscheen unsere Kasernen, die Gläubigen unsere Soldaten. Ne? Naja, das ist der Recep Erdogan. Ich nehme an, das ist ein Moslem. Ne? Und wenn der das sagt, dann muss ich sagen, aha, der liest wahrscheinlich den Islam und der denkt halt so. Und wenn ich jetzt weiß, als Deutscher, Moment, ich hole mir 2 Millionen Leute rein, die so denken, die 4 Jahre in der Oberstufe ihrer Mittelschule nicht lernen, nicht so sehr Mathematik und Physik und Biologie lernen oder gar religiöse Toleranz, sondern die lernen, dass man einfach im Koran, wie steht, schlagt sie in den Nacken, kann man ja alles nachlesen, also köpft sie, ja, das sind die Ungläubigen, die Buchträger. Und wenn du einen Buchträger betrügst, hast du einen Brownie-Punkt im Paradies, ja, das steht da drinnen. Und ich kann mit diesem Buch, ich will völlig in Liebe mit dem Ding umgehen, das steht in dem Buch drinnen. Ja, und man kann auch aber auch dazu sagen, dass nicht alle Muslime diese Handlungsanweisungen dann auch so verstehen. Das ist ja das Glück. Im Koran, ja. Ja, also ein Großteil der Muslime, der allergrößte Teil, also kann man bestimmt von 99% ausgehen, die sind genauso wie wir Christen einfach religiös in ihrem Sinn und gehen ihrer Religion nach, ohne andere Leute damit zu beeinflussen. 100%. Und ich habe gerade wieder mit einem Taxifahrer, der sehr aufgeschlossener Moslem war, ein wunderschönes Gespräch geführt. Ja, und seine Frau, wenn sie den Kopftuch tragen will, dann trägt sie es. Und wenn sie es nicht tragen will, trägt sie es nicht. Und er schlägt auch seine Frau nicht. Und das steht im Koran drinnen. Du sollst deine Frau schlagen und dich im Bett verweigern, wenn sie ungehorsam ist. Steht da drinnen, kann man ja lesen. Ich möchte meinen Satz noch ergänzen. Also ich bin mir sicher, dass der größte Teil der Muslime, der allergrößte Teil wirklich, also auch wahrscheinlich über 99%, auch einfach nur friedliebende Menschen sind. Aber es gibt nur muslimische Selbstmordattentäter. Richtig. Und keine
keine buddhistischen, keine christlichen, keine jüdischen. Genau. Und das sollte uns auch zu denken geben, dass es da wohl irgendeine ultrakonservative Komponente gibt in dieser Religion, die Menschen zu so viel Hass gegenüber anderen aufstachelt, dass sie ihr eigenes Leben, wie soll ich das sagen, dass die ihr eigenes Leben opfern nur der Sache wegen. So ist es. Also Selbstmordattentäter gab es bei den Japanern. Ja. Also wenn man jetzt das ganz kritisch nimmt, die Japaner als Ehre, und bei den Muslimen. Aber wenn man den Koran liest, kommt man darauf, dass die einzige Chance für einen Moslem ins Paradies zu gehen, die garantierte Fahrkarte ins Paradies ist nicht 5-mal am Tag beten, ist im Dschihad zu sterben. Und jetzt, ich muss einfach hergehen und muss sagen, aha, na Moment, gibt es jetzt 2 Arten von Islam? Das ist alles die schöne Rederei. Da zitiere ich wieder Recep Erdogan. Hin oder her, es gibt nur einen Islam. Recep Erdogan. Ne? Der muss es ja wissen, der liest dieses Buch nämlich an. Ja? Und jetzt kann ich nur hergehen und sagen, Moment, ihr Christen wart doch auch irgendwann einmal nicht besser. Vor 1000 Jahren wart ihr doch auch nicht besser. Da habt ihr auch die Leute am Kopf abgeschlagen oder was auch immer und sie umgebracht. Wir haben 50 Millionen Indios in Südamerika umgebracht. Ne? Also wo sind wir Christen besser? Das Einzige, wir Christen sind durch eine Aufklärung durchgegangen, wir sind durch eine Reformation durchgegangen. Wir haben uns im 30-jährigen Krieg von 1618 bis 48, 4/5 haben wir uns selbst ausgerottet in Europa. Ne? Ja. Das war entvölkert, weil wir einfach verschiedene Ansichten in Sachen Religion gehabt haben. Das heißt, wir haben uns durch fast 1000 Jahre so lange den Schädel eingeschlagen, bis wir irgendwann mal draufgekommen sind, dass es ja keinen Sinn gibt. Der Grund für jeden Zwist, für jeden Krieg, den es auf der Welt jemals gegeben hat, ist, wenn einer sich besser vorkommt als der andere. Ja. Und erst wenn wir alle sagen, wir sind gleich vor Gott, ja? Wenn es den gibt und wenn einer nicht an Gott glaubt, ist auch seine Sache. Ja? Aber ich bin der Meinung, wir sind alle gleich vor dem Herrgott. Wir sind alle unendlich fähige, tolle, göttliche Wesen und deswegen müssen wir uns auf dieser Ebene begegnen. Und jetzt ist die Frage, die sich Deutschland stellen muss, als das Volk der Dichter, der Denker, der Philosophen, das gescheiterste Volk der Welt, das tüchtigste Volk der Welt, das fleißigste Volk der Welt, das Volk mit den meisten Ingenieuren, mit den meisten Erfindungen, alles. Die Amerikaner haben euch nach dem Krieg blind geraubt mit euren Erfindungen und trotzdem haben die Deutschen immer noch mehr erfunden. Ja? Das tüchtigste Volk der Welt geht in die eigene Selbstaufgabe, finanziert noch aus eigenen Steuergeldern den eigenen Genozid. Ja, was ist denn da los? Jedes Volk hat einen Selbsterhaltungstrieb. Jedes Volk hat 2 Aufgaben. Jeder Staat hat 2 Aufgaben. Das Schützen der Außengrenzen und die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung. Ja? Na, hat es Deutschland gemacht? Na, lass mich kurz nachdenken. Ich komme zum anderen Ergebnis. Ja. Okay, gut. Und wenn ich in einem Land 240 € Strafe zahle, wenn ich ohne Fischereikarte fische, oder 80 € Strafe zahle, wenn ich eine deutsche Flagge auf einem Grundstück hisse. Ja? Echt? Ist so. Ist alles schon passiert. Ja? Kann man alles am Internet da googeln. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich ohne Pass, mit einer Lüge, nämlich ich komme aus Syrien und bin Kinderarzt, ja? Wo man eigentlich aus Algerien kommt und dort arbeitslos war und nie in die Schule gegangen ist, so. Nach Deutschland gekommen, diese Lüge irgendeine dort reindrücken kann und dann auf Kosten des deutschen Steuerzahlers hier leben kann, ja, mir 85 Kinder und 5 Frauen und dann geht noch das Kindergeld ins Ausland, das wird nicht einmal hier ausgegeben. Also wenn man sich diesen Wahnsinn einmal anschaut, der hier passiert, ja, also und jetzt bin ich da und sage, ich will positiv denken. Ich meine, das ist ja eine Kampagne oder eine Hoffnung, an der sich viele Gutmenschen auch aufhängen dran, dass sie sagen, man kann den Menschen unsere christlich-abendländischen Werte von Toleranz und Nächstenliebe und Frauenrechten und so angedeihen. Und die werden sich dann beim Mercedes aufs Fließband stellen und fleißig arbeiten. Ja? Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Dass das so schnell geht. Wenn wir 1000 Jahre gebraucht haben, um das alles hinzukriegen, ob das in den nächsten 10, 20 Jahren funktioniert, wenn man jetzt rein realistisch ist, und ich spreche jetzt hier auch aus Erfahrung, ich habe sehr viele ausländische Freunde, ich war mehrfach mit Ausländerinnen befreundet, ich war sogar mit einer Dunkelhäutigen schon verheiratet. Also 10 Jahre in Amerika. Mir jetzt Ausländerphobie vorzuwerfen, ist echt bescheuert, weil das will jetzt gar nicht weiter ausgehen. Aber wenn ich beobachte, wie viele der
der Gastarbeiter, die wir haben seit 40, 50 Jahren überhaupt nicht integrationswillig sind, Genau. dann ist es utopisch glauben zu wollen, dass die jetzt alle kommen, die sich in ihre eigenen Enklaven zurückziehen, in Berlin, Neukölln oder sonst irgendwie, dass die auch nur ansatzweise sich als Deutsche fühlen, vor allem, weil wir Deutsche uns ja gar nicht selber als Deutsch fühlen wollen. So ist es. Warum soll denn du darfst heute nicht einmal sagen, du bist Deutscher. Ja, warum soll ein Migrant denn Lust haben, also, sich quasi in eine Volksgemeinschaft einzureihen, die sich selber gar nicht als Deutsch gerne sehen die darf, sich schon selbst abschafft. Ja, also das ist ja so ist es. quasi schon von Gesetz verboten, sich als Deutscher zu fühlen. Wenn ich Claudia Roth anschaue und andere Politikerinnen, die Banner vor sich hertragen, wo drauf steht, nie wieder Deutschland und so weiter, ich weiß. die sitzt als stellvertretende Bundestagspräsidentin da rum, dann frage ich mich... Deutschland schafft sich ab. Ja. Ja, und das ist an alle, die glauben, ich bin ein Rechter. Ja, ich höre mir die Wagenknecht an, ich höre mir den Sarrazin an und auch der Gregor Gysi. Die sind alles gescheite Leute. Ne? Und also deswegen, ich habe kein Rechts und kein Links bei mir in meinem Denken, ich bin Praktiker. Und jetzt sage ich, ihr lieben Gutmenschdenker, ja, und ihr Integrations-Multikulti-Schickimicki macht ja nichts, wenn man halt wieder irgendeine Deutsche wieder umgebracht wird und vergewaltigt wird. Ja? Das ist logisch, das war alles vorherzusehen. Ja? Aber ihr könnt euch jetzt die Ärmel aufstrecken und ihr könnt das, was ihr uns hier eingebrockt habt, auslöffeln. Aber ich klinge mich aus. Ja? Ich gehe fort von hier. Ja? Also ich bin noch jung genug mit 62, ich gehe einfach fort, weil ich will irgendwo Frieden haben. Ich kann diesen Wahnsinn, den ich nicht verursacht habe, diesen Wahnsinn kann ich nicht lösen. Die Leute sollten das lesen. Es gibt hier, alles ist gesagt, wenn man kompakt liest, ja, ob das jetzt die Asylantenflut ist oder Asyl, das Chaos, das brauchen wir alles nicht mehr zitieren. Das sollen die Leute, der Dschihad in Europa, es gibt endlos. Oder ein Buch, das sehr interessant ist, Grenzenlos kriminell, ne? Auch ein Buch, das man lesen sollte, weil die Fakten ja in den Medien ja überhaupt nicht mehr existieren. Oder wenn ich heute hergehe und ich will mich informieren, ich lese Koran, aber man kann natürlich auch den Abdel Samad lesen. Ne? Sag mir das Buch, das kenne ich noch nicht. Das habe ich Hamel Abdel Samad, ja, ist ein hochinteressantes Buch. Über den Propheten selbst, ja. Über den Propheten selbst, von jemandem, der mit 12 Jahren den Koran auswendig kannte. Also ich lese nicht von jemandem, der dagegen hetzt, sondern jemand, der Dinge auch selbst studiert. Und ich mache mir mein eigenes Bild. Und ich komme zum Schluss, dass der Koran viele positive Ansätze hat. Wir müssen natürlich das Problem uns anschauen, dass die späteren Suren von Mohammed ja die aktuellen sind. Diese Derogation der früheren Suren gegenüber den späteren, das sind Dinge, und jetzt ist das deutsche Volk, jetzt sind die Multikulti, Schickimicki, die Linken, sind alle jetzt gefordert, jetzt diskutiert es einmal mit den Migranten, die da reinkommen, so lange, bis die kapieren, dass man eigentlich Grundwerte hat, die über der Religion stehen. Nämlich die Grundwerte der Menschlichkeit, die Grundwerte, dass jeder seinen eigenen Weg zu Gott suchen darf. Das ist ein Grundwert, der mir zusteht. Ja? Deswegen bin ich überall rausgeflogen, inklusive Scientologen, bin überall rausgeflogen, weil ich will meinen eigenen Weg zu Gott finden. Und es steht mir nicht zu, jemand anderen vorzuschreiben, welchen Weg er zu Gott findet. Das ist seine Sache, welchen Weg er zu Gott findet. Das ist für mich das Grundprinzip auch vom Paraiso Verde, von unserem kleinen Schrebergarten mit 16 Quadratkilometern. Ja? Den haben wir geschaffen, wir haben dieses Stück Land dorthin gestellt, weil wir wollen, dass die Menschen, und wenn einer sagt, mein Weg ist gar nicht Gott, mein Weg ist, ich will in Ruhe meine Zeitung lesen und ich will Fernsehen schauen und das ist mein Weg zu Gott, dann ist es sein Weg zu Gott, aber es ist seiner. Ja? Und wenn eine Dame hat mir gesagt, kann ich nackt auf meinem Grundstück gehen? Sag ich, du hast jetzt gerade einen Hektar bei uns gekauft, natürlich kannst du nackt auf deinem Grundstück gehen. Ja? Wenn einer reinschaut und er stoßt sich daran, dann soll er sich umdrehen. Ja? Wenn jetzt nebendran ein Kindergarten wäre mit einem offenen Spiegelwiese, dann würde ich vielleicht sagen, Mai ist vielleicht jetzt nicht... Genau. Dann soll sie sich halt ein paar Büsche pflanzen. Genau wir spendieren so. ein paar Büsche. Also der Sinn der Sache ist der, und ich war ja selbst Migrant, ich war ja selbst der Tschusch, wie wir in Österreich sagen, ich war 10 Jahre in Amerika. Aber was habe ich gemacht? Ich habe die englische Sprache gelernt. Ja? Und ich korrigiere heute meine Rechtsanwälte für die englischen Verträge. Ja? Ich musste sie ordentlich lernen. Ich habe dort 25.000 Leute in meinen Seminaren gehabt. Also ich musste die Sprache lernen. Ich habe mich mit der Kultur auseinandergesetzt. Also man muss sich an die Gesellschaft, in der man lebt, auch anpassen. Ja? Und ich habe Vorträge gehalten im Bible Belt und dort haben wir gebetet vor dem Vortrag. Also habe ich mitgebetet. Ich muss mich an das anpassen. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Nur, ich setze mich nicht mehr damit zueinander. Für mich ist eine klare Linie. Ich habe das gemacht, was Pop und andere gemacht haben. Die sind nach Kanada gegangen, dort ist mir zu kalt. Wir gehen nach Paraguay.
Ja? Okay. Und auf 16 Quadratkilometern haben wir genug Platz, da werden 5.000, 6.000 Leute Platz haben, wenn man denkt, auf 10 Quadratkilometern leben 200.000 Menschen in Kreuzberg. Also wenn ich es richtig verstehe, Platz. hast du eine große Toleranzkultur, die du auch planst für deinen kleinen Schrebergarten. Genau. Wenn jetzt zum Beispiel, du hast in einem anderen Interview zu mir gesagt, dass Paraguay offensichtlich eine andere Einwanderungspolitik gegenüber dem Islam hat, das heißt, die nimmt gar keine Muslime Richtig. auf. Warum jetzt auch immer, offensichtlich haben die Erfahrungen oder ist halt diese Die haben Politik des Erfahrungen, Staates. ja. Wenn die jetzt kommen dürften, dürften die auch bei euch im Schrebergarten wohnen? Ich kriege sie gar nicht rein. Ja, aber jetzt nur mal hypothetisch. Du hättest kein Problem mit einem toleranzfähigen... ich habe auch mit einem toleranzfähigen Muslimen überhaupt kein Problem. Also ich hätte auch mit dem kein Problem. Ja. Und ich hatte auch Bekannte, die Muslime waren, mit denen ich sehr gut ausgekommen bin, überhaupt kein Thema. Nur, der grundlegende Satz ist, absolute Toleranz den Toleranten gegenüber bedingt auch absolute Intoleranz den Intoleranten gegenüber. Ja, das ist zwar gerade schwierig, aber es macht erstaunlicherweise sehr viel Sinn, was du sagst. Ja? Also ich muss heute hergehen und wenn ich schon eine Gesellschaft der Toleranz habe, muss ich die Gesellschaft der Toleranz vor den Intoleranten schützen, sonst wird sie usurpiert. Ja? Deutschland also schafft sich übernommen. Das ist keine Frage. Es wird einfach Deutschland sich selbst abschaffen, weil wir intolerante Leute reinlassen und wir pflegen mit denen Toleranz. Das funktioniert nicht. Das ist eine Sache der Logik. Das heißt, man fordert von uns die Toleranz gegenüber den Intoleranten. So ist es. So ist es. Und wenn jemand das kann nicht funktionieren. Dann geht es schief. So ist es. Und als Jurist muss ich sagen, darum schätze ich kompakt immer sehr, weil es gut recherchiert ist. Der Islam Gefahr für Europa ist also absolut für diejenigen, die nicht die Zeit haben, so wie ich, sich mit dem Koran auseinanderzusetzen oder mit den Büchern über den Koran. Hier ist zum Beispiel auch ein Schachtschneider drin, ein Verfassungsrechtler, der sagt, man sollte einmal jede Religion, sollte man auch überprüfen auf die Konformität mit dem Grundgesetz. Ist das mit dem Grundgesetz vereinbart? Und er sagt auch, in 3 Jahren wird es nicht mehr gehen. Es ist ja jetzt schon so, dass quasi die Bundesregierung plötzlich kein Problem mehr hat mit Kinderehen. Und Polygamie ist offensichtlich jetzt kein Problem mehr. Was bei uns eigentlich noch Schwierigkeiten ist, mit einer 13-jährigen Sex zu haben, ist in diesen Kreisen offensichtlich normal. Ja. Und das sind aber Dinge, da muss man aber dann sagen, geben wir jetzt alle unsere Werte auf. Ein Arzt, ein Befreundeter von mir hat einmal gesagt, wir bewegen uns mit Riesenschritten aufs Mittelalter zu. Damals haben ja auch die Feudalherren, auch bei uns, auch die christlichen Feudalherren, die 14-jährigen Mädchen mit Jus Prima Noctis vergewaltigt. Also wir waren ja auch nicht besser. Nur wir sind ja durch eine Veränderung durchgegangen, die wir uns auch entsprechend erarbeiten mussten. Ja, das sind eigentlich die Dinge, die wir hier versuchen anders zu machen. Ich frage mich nur gerade eben, warum die Eltern von diesem ermordeten 17-jährigen Mädchen, das war jetzt November, Dezember, ich weiß nicht mehr ganz wann das war, irgendwo ich glaube im Baden-Württembergischen, wo ein 17-jähriger Afghane ein deutsches Mädchen getötet hat und die Eltern von dem Mädchen sind immer noch ganz aktiv in der Flüchtlingshilfe. Ich verstehe das auch nicht. Ich kann verstehen, dass die Menschen eine große Ethik haben, aber wenn das eigene Kind so ein Schicksal erleidet, dass man da nicht anfängt umzudenken oder zumindest innerlich, also entweder sind die so... Aber siehst du, Robert, und jetzt haben wir genau die Situation. Ich habe irgendwann einmal bei diesem Wahnsinn Schluss gesagt. Ja? Also vor 4 Jahren hat das angefangen, wo ich gesagt habe, ich kann diesen Wahnsinn nicht eindämmen. Ich gehe auch nicht in die Politik, interessiert mich nicht. Ich kann nur hergehen, irgendwo ein Stück Land finden, wo ich in Frieden. Paraguay hat eine christliche Verfassung und ein christliches Grundgesetz. Wenn du dort einwanderst, dann unterschreibst du vor dem Notar, dass du nichts tun wirst, was die christliche Verfassung dieses Landes in irgendeiner Art und Weise behindert, stört oder sonst was. Da muss man vor dem Notar unterschreiben. Das unterschreibst du vor dem Notar vor der Einwanderungsbewilligung. Das heißt, man kann, wenn man dagegen verstößt, auf das festgenagelt werden. Also, weißt du, an die liebe Bundesmerkel, liebe Bundesmutti, wir schätzen dich, so sehr, Tun aber... wir nicht. Bitte? Tun wir nicht, aber bei aller Liebe, löst doch einmal das Flüchtlingsproblem in einem Jahr. Wollt ihr wissen, wie das Flüchtlingsproblem in einem Jahr gelöst wird? Ja? Ganz einfach. Ich nehme jeden einzelnen Flüchtling und lasse ihn einmal unterschreiben. Ich werde die deutschen Werte, die wir jetzt gleich definieren, die werde ich befolgen. Und ich werde Toleranz üben und ich werde die deutschen Werte, die da sind, Ehrlichkeit, Fleiß, Verantwortungsgefühl, Solidarität, Mitgefühl, Freiheit, diese
Toleranz dem Andersgläubigen gegenüber, die werde ich hochhalten. Ja? Und das steht für mich als das oberste Gesetz, nämlich eurer Grundgesetze und eure Verfassungsprinzipien. Lies einmal euer eigenes Grundgesetz. Und wer das nicht unterschreibt, ja, dort ist der Flieger und tschüss mit Ü. Das ist so leicht, das ganze Problem in einem Jahr lösen. Jeder Einzelne zum Notar, jeder Einzelne unterschreibt eine Erklärung, dass er die deutschen Werte hochhält. Ja? Und jetzt kommen wir zum Thema Deutschland. Weil die Leute fragen mich immer, na, bist du ein Rechter? Ja, na, überhaupt nicht. Ja? Deutschland ist nicht der blonde Blauäugige. Das hat mit Deutschland nichts mehr zu tun. Nichts. Das ist lange aus. Ja? Das haben wir lange begraben. Deutschland ist eine Wertegemeinschaft. Eine Wertegemeinschaft. Nämlich eine Wertegemeinschaft, wo Menschen sich in einem Land zusammengefunden haben, auf das Thema der Freiheit, der Solidarität, der Freundschaft, des Mitgefühls, der Ehrlichkeit, der Handschlagqualität, des Verantwortungsbewusstseins, der Verlässlichkeit. Das ist Deutschland. Also eigentlich die Werte, die christlichen Parteien eigentlich propagieren sollten. Genau, und selbst wenn ich nicht Christ bin, das sind auch Werte, die du im Buddhismus findest, die findest du wahrscheinlich auch in einem gewissen Maß im Islam. Ja? Diese Werte, das ist Deutschland. Deutschland ist eine Wertegemeinschaft, die auf Freiheit, auf Solidarität, auf Verlässlichkeit, auf Handschlagqualität, auf dem aufgebaut ist. Das hat Deutschland groß gemacht. Und die schwarzafrikanische Serviererin im Kaffeehaus in Hamburg, die auf Leute offen zugeht, denen in die Augen schaut, die lacht, die eine positive Energie rüberbringt, das ist eine Deutsche für mich. Und die syrisch-iranische Übersetzerin, die irgendwo in Frankfurt in einem Verlag arbeitet und sagt, ja, wir haben eine Demokratie und ja, man muss akzeptieren, dass es einen AfD gibt. Man kann den nicht in die rechte Ecke schieben. Ja? Und ich weiß nicht, ob der AfD ein guter ist oder ein schlechter. Ich bin ja Österreicher, kann man das ja leisten, das zu sagen. Ja? Aber ich sage eines, der die deutschen Werte hochhält, ist für mich ein Deutscher, im besten Sinne des Wortes. Und der Deutsche, der, egal ob auf der rechten oder linken Ecke sieht, der gegen die anderen hetzt, der ist kein Deutscher für mich. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, also es kommt nicht darauf an, wo man geboren ist oder welchen Pass man hat oder welche Genetik man hat, sondern es geht um eine Basis von verschiedenen Werten, die wir teilen miteinander und auf Basis dieser Werte ein gemeinsames Miteinander organisieren und gestalten. Und wer sich damit einklingt, der kann sich auch zu Recht dann als Deutscher bezeichnen. So ist es. Und das sind die Grundwerte, die wir im Paraíso Verde, bei uns in Paraguay, umsetzen. Weil wir haben eine Verfassung. Du musst dir das so vorstellen, wir sind eine autonome Gemeinschaft. Wir geben uns unsere eigenen Gesetze. Wir könnten unsere eigene Währung machen, wenn wir wollen. Wollen wir wahrscheinlich nicht, aber kann man diskutieren. Wir haben unser eigenes Schulsystem, wir können eine eigene Universität machen, wir können alles machen, was wir wollen. Ja? Also mit Ausnahme von Schwerstverbrechen, was wir nicht vorhaben, können wir tun, was wir wollen. Wir haben komplette Autonomie. Und jetzt machen wir eine Verfassung, die genau auf diesen deutschen Grundwerten geht, auf das, was ich unter Deutsch verstehe und was eigentlich auch, glaube ich, jeder, mit dem ich spreche, übereinstimmt. Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Verantwortungsgefühl, die Freiheit des Einzelnen ist nur dort begrenzt, wo sie die Freiheit des anderen beschränkt. Das ist die einzige Beschränkung, die ich habe. Das heißt, du wirst aber auch alle Bewohner des Schrebergartens, eurer Gemeinschaft, zu diesen Werten verpflichten. Ja. Also ich nehme mal an, dass das dann so eine Art, beim Notar müssen sie sowieso quasi die Werte von Paraguay hochhalten, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei euch dann ähnlich wird, dass man sich zu diesem gemeinsamen Konsens bekennt dann einfach. Und ich habe schon Leuten das Geld wieder zurückbezahlt. Wenn einer zu dem sich nicht bekennt, wir haben ja schon Investoren, und die Leute, wir haben kein Problem mit Geld. Ich brauche auch keine Kapitalisten, die können mir gestohlen bleiben. Ich brauche nicht irgendeinen Immobilienhai, der dort versucht, jetzt billig zu kaufen und zu verkaufen. Der Mensch ist das Wichtigste. Ich will Menschen haben, mit denen ich wie ein Mensch umgehen kann. Und ich will halt nicht irgendwo alleine in der Fremde sein, das ist langweilig, sondern und die Leute werden sich zu dieser Verfassung verpflichten. Das steht auch sogar in unseren Vorverträgen drinnen, unsere Grundprinzipien. Anhand der Grundprinzipien arbeite ich gerade mit meiner Frau diese Verfassung aus. Die werden wir aber selbstverständlich unseren Leuten vorlegen, also im Konzept, weil ich bin nicht der gescheiterste Mensch der Welt. Es gibt so viel Gescheitere, auch schon in deinen Interviews. Ja, du bist gescheiter, wir sind alle. Ich will euren Input haben. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und dann machen wir einfach eine Verfassung, mit der wir alle leben können. Und wenn dann 1% der Leute sagen, nein, mit dem kann ich nicht leben, dann zahlen wir den aus und dann schicken wir weg. Wir haben ja auch unsere eigene Gerichtsbarkeit.
Und jetzt ist die Frage immer, na, was passiert jetzt, wenn jemand was tut? Und dann sage ich, das mache nicht ich. Da wählen wir aus unserer Gemeinschaft 5, 6 gescheite Leute aus, die machen eine Art Schiedsgericht. Und wenn einer bewusst nachweislich betrogen hätte, bewusst dokumentiert nachweislich betrogen hat, dann ist unsere Ultima-Strafe, die wir haben, du wirst ausgeschlossen aus dieser Gemeinschaft. Dann zahlen wir dem aber den Zeitwert von dem, was er hat, zurück. Das wäre das Ultima. Der kann dann immer noch zu einem Gericht gehen, wenn er nicht einverstanden ist. Aber im Prinzip hat er eine Verfassung unterschrieben, ja, wo er sagt, okay, ich unterwerfe mich. Weil ich muss mich auch in einem Land einer Verfassung unterwerfen. Entschuldige. Und wir machen einmal eine Verfassung. Wir haben einfach, da kommen wir noch dazu, zu dieser Überbürokratisierung später, aber wir haben hier eine Verfassung, wir halten uns an die Verfassung und wenn einer sich nicht daran hält, dann hat er auch die Freiheit zu gehen. Wir werden niemanden schädigen, jeder kriegt sein Geld zurück und dann kann er gehen. Ja? Aber ich möchte einfach, es muss beweisbar sein, dass vernünftige Menschen, die man sich vorher gut aussucht, vernünftig miteinander leben können, ohne hunderttausende Gesetze, die kein Mensch mehr befolgen kann. Kennst du alle Gesetze? Fast. Und im bürgerlichen Gesetzbuch steht, es ist eine Pflicht als Bürger, alle Gesetze zu kennen. Da kann ich nur mal lachen. Wir sollten Gesetzesverweigerung betreiben, allein aus dem Grund. Ne? Also wir versuchen es anders zu machen und wir haben das Spielfeld hingestellt. Die 16 Quadratkilometer sind gekauft. Es gibt ein Minimum an Vorschriften. Ja, es gibt schon eine Art von Bauordnung. Also du kannst nicht 50 Meter hoch bauen und dem Nachbarn reinschauen. Also es gibt schon. Also, aber alles ist logisch erklärbar. Eine Schranke gibt es nur dort, wo ich den anderen in irgendeiner Art und Weise in seinen Rechten beschneide. Um es nochmal zusammenzufassen, das Thema Migration und so weiter, es ist einfach falsch, sich den Problemen vollkommen zu entziehen oder die Augen davor zu verschließen. Es ist eine Entwicklung, die jetzt eingesetzt hat. Welche Konsequenzen das längerfristig haben wird, das werden wir jetzt erst mal sehen. Wir wissen etwas. Wir hatten im Jahr 1954 1,5 Millionen Straftaten in Deutschland, im Jahr 2015 6,3 Millionen. Wir hatten Mord und Totschlag 390, 1954, da bin ich geboren, und jetzt haben wir 2116. Wir wissen, wo es hingeht. Die Kriminalität explodiert. Das sind Zahlen. Ja. Und die Zahlen lassen sich nicht verleugnen. Wir haben 2 Millionen Menschen, zu mehr als 90% Männer importiert, die haben Bedürfnisse. Und wir haben ganz emotionslos, Deutschland hat sich abgeschafft. Es ist leider so. Ja? Und wie gesagt, ich bin kein Linker, aber das Sarrazin hat da leider recht. Deutschland hat sich abgeschafft. Die Frage ist, schafft es das deutsche Volk noch, es umzudrehen? Und jetzt sehe ich die nächste Problematik, weil ich merke es ja, die Leute, die zu uns auswandern wollen, die haben Angst, weil die sagen, ich sehe es ja, die Positivdenker, das ist das Lustigste, die Positivdenker, ja, haben die meiste Angst, weil die sagen, ich sehe, das deutsche Volk erwacht. Ich sehe, das deutsche Volk wird sich irgendwann einmal gegen diesen Wahnsinn stemmen. Und weißt du, was dann kommt? Dann geht es erst richtig rund. Und die Deutschen dann aufstehen und sagen, und so nicht. Dann habt ihr nämlich vor diesem Bürgerkrieg haben die dann habt ihr eine zumindest Unruhen. Ja? Weil wenn die Deutschen haben, dann geht es in Neukölln und in Düsseldorf der Teufel los. Und das ist der Grund, warum, es ist nicht mein Lebensplan. Mein Lebensplan ist nicht in diesem Bürgerkrieg, sondern mein Lebensplan ist nicht die Politik. Also alle Politiker, ihr könnt euch, ob ihr Rechte, Linke sein, FPÖ, AfD und ihr könnt euch das alles selbst in die Haare schmieren, ja, wenn ihr noch Haare habt. Ne? Aber das ist nicht mein Lebensplan. Mein Lebensplan ist körperliche Gesundheit und Verjüngung und geistiges und seelisches Wachstum. Das ist mein Lebensplan. Ja? Und wenn das dein Lebensplan ist, dann kommst du zu uns. Ja. Ja? Wenn dein Lebensplan nicht ist, zu kämpfen und diese Bücher zu lesen und über diese Themen zum 100.000. Mal zu reden, kann jeder selbst studieren. Und ich habe auch nichts mit dem Islam. Bitte, wenn ihr glücklich werdet mit dem Islam und wenn es du geil findest, die Burka zu tragen, dann trag sie halt. Das ist nicht mein Thema. Es ist ja, weil es wieder völlig vorbei diskutiert. Die reden ja nicht, die reden über Kopftuch und über Burka. Nein, ich muss ja reden, ob die Frau, die dieses Kopftuch trägt, dieses Kopftuch tragen will oder ob sie als die erste Regel gekommen ist, von ihren Eltern durch psychologischen Druck gezwungen wird. Oder weil Männer angeklopft haben und gesagt, deine Tochter ist jetzt 14, die muss ein Kopftuch tragen. Wenn sie das nicht tut, gibt es Probleme. Das ist es ist nicht das Problem. Und wenn jemand ein Kopftuch tragt oder einen Turban oder von mir aus eine Burka, wenn die Frau aus freien Stücken wirklich sagt, das gehört zu meinem religiösen Ausdruck,
dann ist das für mich völlig in Ordnung. Und deswegen sage ich, wir sind dermaßen fehlgeleitet, auch in unserer Kultur, in unserer Fernsehkultur, in unserer Diskussionskultur. Wir gehen an den Problemen vorbei, wir diskutieren etwas, was überhaupt nicht das Problem ist. Es ist nicht das Problem eines Migranten, es ist das Problem, dass jemand, der 4 Jahre lang hört, er ist ein Herrenmensch, der dann zu uns kommt, sich einmal umprogrammieren muss, dass er kein Herrenmensch ist, dass er die Sprache nicht kann, dass er nicht lesen und nicht schreiben kann und dass er wahrscheinlich beim Opel am Fließband nichts taugen wird. Und dann haben wir 94% der Migranten, die vor 3 Jahren gekommen sind, sind immer noch arbeitslos. Ja. Und wer zahlt das? Dort ist das Problem. Wer hält das Sozialsystem aus? Das machen wir in einem eigenen Interview. Aber nur, dass du eine Idee kriegst, wo das Problem ist. Ich möchte einmal die Deutschen zurückführen, zu den wirklichen Problemen anschauen. Ja? Und das ist nicht Deutschland sucht der Superstar und das ist auch nicht das Dschungelcamp. Okay. Ja? Danke für deine Einschätzungen. Ich kann mir vorstellen, dass einige Zuschauer bei diesen Gedanken vielleicht auch ein bisschen näher drüber nachdenken. Ja, das waren sehr drastische Worte und ich muss das auch nochmal ein bisschen verarbeiten, in welcher Situation wir da eigentlich uns befinden und wie krass es eigentlich wirklich ist, was wir hier erleben. Richtig, ja. Wir haben die Chance. Ich glaube, das Einzige, was diese Sache rettet, ist das Wort. Die Deutschen haben eine Sprache. Die deutsche Sprache ist deswegen eine schwierige Sprache, weil sie präzise ist. Weil sie ganz präzise Gedanken erfassen kann und ganz präzise Konzepte übermitteln kann. Anders als eine englische oder eine spanische Sprache zum Beispiel. Und ihr Deutschen habt es in der Hand, sogar diese Situation noch umzudrehen. Ja? Ich persönlich möchte einen Ort schaffen, wo wir den nächsten Schritt gehen, nämlich zeigen, dass es anders geht. Und da wir das hier nicht mehr können, also mittelfristig gebe ich das auf. Ja, aber ihr Deutschen, ihr habt die Chance, durch das Wort die Dinge umzudrehen. Noch durch das Wort. Wenn ihr weiterhin schlaft, ja, dann werdet ihr auch dieses Wort nicht mehr haben, weil man wird es euch verbieten. Ja, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Okay. Und das ist das Problem. Gut, Erwin, dann wir werden die nächsten Themen noch Du besuchst mich im Paraiso Verde das sowieso, und ich freue mich eigentlich, dass wir dort ich möchte nur Querdenker dort haben. Ich möchte Leute haben, die genauso ticken wie wir. Also wenn ich diese Voraussetzung erfülle, komme ich gern. Außerdem kann ich Spanisch. Du kannst Spanisch, dann werde ich zu dir in die Schule gehen. Und demzufolge müsste ich mich da eigentlich auch dann gut drum kümmern. Also Erwin, wir haben noch ein paar andere Themen. Danke dir für die Ausführungen. Gerne. Und liebe Zuschauer, ja, also wie gesagt, das sind schon wirklich krasse Gedanken, aber es hat keinen Sinn, die Augen davor zu verschließen, vor dem, in welcher Situation wir uns hier befinden. Aber es geht darum, eben Lösungen zu finden. Und weitere Lösungen besprechen wir dann in dem nächsten Interview, wenn es darum geht, den Schrebergarten ein bisschen genauer anzuschauen. Also bis zum nächsten Mal, schaut wieder rein.